Hallo ihr Lieben! Das heutige Muster ist so einfach zu häkeln und wie ich finde wunderbar geeignet für sommerliche Häkelprojekte. Wir starten mit einer Schlaufe und häkeln eine Luftmaschenkette. Die Maschenanzahl muss gerade sein, plus eine Wendeluftmasche noch dazu. Wer mich schon seit einigen Videos kennt, weiß, dass ich immer in die hinteren Schlaufen der Maschen meine erste Reihe häkle. So auch hier. Meine erste Masche ist ein Ersatzstäbchen. Dafür mache ich zunächst eine feste Masche. Und jetzt schaut her, hier sind die beiden senkrechten Schlaufen der festen Masche. Ich häkle in die linke der beiden, ebenfalls eine feste Masche. Mein Ersatzstäbchen besteht aus zwei übereinander liegenden festen Maschen. Das wird erstmal markiert. Dann nehmen wir einen Umschlag auf die Nadel. Die nächste Masche lassen wir aus, diese hier, und häkeln in die folgende ein Stäbchen. Und in die gleiche Schlaufe ein weiteres Stäbchen. Das ist auch schon das erste V. Wir nehmen wieder einen Umschlag auf die Nadel, lassen diese Masche aus und häkeln in die folgende ein Stäbchen. Und in die gleiche Schlaufe ein zweites Stäbchen. Und so geht es weiter. Wir lassen eine Schlaufe aus und häkeln in die nächste zwei Stäbchen. Am Ende habe ich noch eine Schlaufe übrig. In diese kommt ein Stäbchen. Nach der ersten Reihe sieht das dann so aus. Könnt ihr die Vs gut erkennen? Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen unser Häkelstück. In die erste Masche kommt ein Ersatzstäbchen. Ihr könnt auch 2 oder 3 Luftmaschen machen, wenn euch das besser gefällt. Auch das wird markiert. Das sind unsere Vs. Und jeweils in die Mitte der Vs, zwischen die beiden Stäbchen, da häkeln wir jetzt rein. Hier, hier, hier. Da kommen unsere Vs hinein. Die neuen Vs in die vorherigen Vs. Könnt ihr das sehen, wie das neue V aus dem vorherigen entspringt? Das machen wir die ganze Reihe entlang.
und in die letzte Masche kommt ein Stäbchen. So sieht das nach 2 Reihen aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen. Und ab hier wiederholen wir einfach nur die zweite Reihe. Diese eine Reihe häkeln wir nun so lange, bis wir unsere gewünschte Größe erreicht haben. Ich habe ein größeres Stück gehäkelt, da kann man das Muster besser erkennen. Es ist beidseitig verwendbar, waagrecht und auch senkrecht. Mir gefällt es ausgesprochen gut für leichte Sommersachen, da es blickdicht, aber dennoch luftig ist. Es freut mich, wenn ihr bis hierher dabei wart. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Um das nächste Video nicht zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal. Bis bald!